Und dass es normal war, unmoralisch zu sein. But even in this moral mess, God remains faithful Aber auch in diesem moralischen Chaos ist Gott treu geblieben. and graceful to his people. Er war gnädig seinem Volk gegenüber. He remains faithful to the covenant that he established with them. Er war treu seinem Bund gegenüber, den er mit ihnen geschlossen hat. That's why every time that they suffered and they cried out to the Lord, he was ready to help them. Und er war immer bereit, ihnen zu helfen, wenn sie ihn um Hilfe gebeten haben, weil sie gelitten haben. So the first chapter 1 to chapter 3, In den Kapiteln 1 bis 3 we see how Israel compromised what God asked her to do. da können wir lesen, wie Israel Kompromisse eingegangen ist mit dem, was Gott eigentlich von ihnen wollte. So the author is recording how Israel was not able to conquer everything, all the land that was allotted to her. Der Autor zeigt, dass Israel es nicht geschafft hat, alle Städte, Länder zu erobern, die es erobern sollte. And you see that they were able to conquer the highlands, but not the lowlands. Wir sehen, dass sie die Höhen erobern konnten, aber nicht die Täler. And chapter 2, 6 to 3, to chapter 3, 6 describes the faithless, the lack of faithfulness of Israel. In den Kapiteln 2, Vers 6 bis 3, 6 werden wir von der Untreue Israels lesen. It reveals that Israel disobeyed the commands of the Lord and didn't devote it to destruction, everything related to the religion of the Canaanites. Wir sehen, dass Israel nicht mehr Gott gehorsam war und dass sie nicht alles vernichtet haben, was sie tun sollten laut dem Herrn. But they bind themselves with them through a covenant of marriage. Aber sie haben sich mit den Kanaanitern verbunden und sie geheiratet. And that would make Israel fall apart. Und dadurch ist Israel zerfallen, korrupt geworden. In chapter 2, verses 1 to 5, Im Kapitel 2, Vers 1 bis 5, we see that the angel of the Lord that appeared to Joshua in Gilgal now comes to Bochim. da sehen wir, dass der Engel des Herrn Josua erscheint und der von Gilgal nach Bochim gekommen ist. If the angel of the Lord in Gilgal promised that they will be victorious, Und der Engel des Herrn hat, wenn er ihnen verheißen hat, dass sie siegreich waren, now he's denouncing the sin of the people da hebt er jetzt die Sünden des Volkes hervor. and showing them that they didn't keep the commandments. Und er zeigt ihnen, dass sie den Bund und die Gebote nicht gehalten haben. And because of that, the Lord will stop driving out their enemies. Und deshalb sagt Gott, wird er aufhören, die Feinde der Israeliten zu vertreiben. So the Canaanites remaining in the land was an ongoing reminder. Remaining in the land Also, dass die Kanaaniter im Land geblieben sind, das war weiterhin so. was this ongoing reminder to the people of Israel that they failed to obey the word 100%. Und es sollte die Israeliten immer wieder neu daran erinnern, dass sie versagt haben, dem Herrn ganz nachzufolgen. So this book reveals that God is faithful, Also sehen wir in diesem Buch, dass Gott treu bleibt. but as he said, if you obey, blessings. If you disobey, I will curse you. Also er hat gesagt, wenn ihr gehorcht, werdet ihr gesegnet und wenn ihr nicht gehorcht, dann werdet ihr verflucht. Yeah. So in chapter 2, verse 6 to 3, 6, Kapitel 2 bis 3, Vers 6. So we have the record of the death of Joshua, Da wird von Josuas Tod berichtet. and then we see that the generation from the time of Joshua was faithful, Und dann sehen wir auch, dass die Generation vor Josua treu war, but just after that they forgot the Lord. aber dass die Generation nach ihm, nach seinem Tod, Gott vergessen hat. And the phrase Israel did evil in the sight of Yahweh Und wir können lesen, dass Israel böse war in den Augen des Herrn. it's a phrase that's going to be repeated over and over throughout the book. Dieser Satz wird immer und immer wieder in dem Buch wiederholt. And is
a contrast with what is saying in Deuteronomy 6:18. Und es ist ein Gegensatz dazu, was in 5. Mose 6,18 steht. God, in Deuteronomy, he's saying, like, when you go into the land, Im 5. Mose sagt er, wenn ihr in das Land einzieht, you shall do what is right and good in the sight of the Lord, dann sollt ihr tun, was richtig und gut ist in den Augen des Herrn, that it might go well with you. so dass es euch gut geht. So is this contrast between what the Lord commanded and what Israel actually did. Also sehen wir den Gegensatz von dem, was Gott gesagt hat und was Israel wirklich getan hat. And we see in scriptures that since Israel got out of Egypt, Und wir sehen in der Bibel, dass da, wo Israel aus Ägypten rauskam, the Canaanite religion was always a great temptation for them. seitdem war die Religion der Kanaaniter schon immer eine Versuchung für sie. But why Israel was so attracted to the Canaanite religion? Aber warum waren die Israeliten so angezogen von der Religion der Kanaaniter? What made it so special? Warum war es so besonders? And then I found this study that I really like it. Und was ich herausgefunden habe und sehr gerne mag, ist folgendes. First point concerning the religion of the Canaanites. Das erste zur Religion der Kanaaniter. In their mindset, it was guaranteed. In ihrer Vorstellung war es garantiert. If you do something right, if you do what is being prescribed, you're gonna get what you want. Wenn du das tust, was vorgeschrieben ist, dann wirst du bekommen, was du willst. And who doesn't want that? Und wer möchte das nicht? Yeah. If you do the right rituals and everything perfectly, it's sure that the God will bless you. Also wenn Your du mindset. alle Rituale richtig durchführst und das tust, was Gott will, dann wird es dir perfekt gehen und dann klappt alles. It was also a selfish religion. Es war auch eine selbstsüchtige Religion. In the ancient world, the gods, In der damaligen Zeit waren die Götter, though they were all powerful, obwohl sie mächtig waren, they needed humans to feed them. brauchten die Götter Menschen, um sie Yeah. um sie zu ernähren. So the humans would come and bring the sacrifices to the hungry God. Menschen würden also zu ihnen kommen und Opfer darbringen, weil sie hungrige Götzen sind. But you know that, and they knew that if they do that, they will get what they want from the God. Und die Menschen wussten, dass wenn sie das tun, dann würden sie das von Gott bekommen, was sie wollen. And obviously, who ate that food was the priests, right? Aber ja, es ist offensichtlich, dass das Essen, was geopfert wurde, die Priester dann gegessen haben. It was also an easy religion. Es war auch eine einfache Religion. You need to show up and offer your sacrifice, Du musst einfach kommen und deine Opfer bringen. and there's no moral standard that you need to follow. Und da gibt es keine moralischen Standards, Richtlinien, die du einhalten musst. To be a good Canaanite, you don't need to follow this elaborate moral code like the Israelites did. Wenn du ein Kanaaniter warst, musstest du nicht erst irgendwie moralisch gut sein und bestimmten Werten folgen, so wie die Israeliten. You put the meat at the altar, Du hast das Fleisch auf den Altar gelegt and then you're okay. und dann war es fertig. And that is the mistake that Israel fell into. Und das war der Fehler und das Problem, wo die Israeliten reingekommen sind. They thought that they could just worship whatever they want, Sie dachten, sie however they want. könnten das opfern, was sie wollten und wann auch immer sie wollten. Keep this in mind when you go to the other books and you see how Israel combined their understanding of sacrifices and rituals. Erinnert euch wieder daran, wenn ihr die anderen Bücher noch lesen werdet, wie die Israeliten sich mit den anderen Religionen verbunden haben oder Opfer darbringen wollten wie die anderen Religionen. The Canaanite religion was also convenient. Die Religion der Kanaaniter war auch gemütlich. There were altars for the gods everywhere. Da gab es überall Altäre für ihre Götzen. It was not like the Israelite people that was supposed to worship and offer sacrifices in one specific place. Also es war nicht, dass es nur einen Altar gab, wie bei den Israeliten, wo sie hingehen mussten. They could go to any high hill and offer to their God. Sie konnten auf jede x-beliebige Höhe gehen und dort ihrem Gott opfern. And also the religion was normal.
Die Religion war auch normal. They have gods for different names, like the Canaanites. Die Kananiter hatten Götter, die verschiedene Namen hatten. And you see with the other religions that they're basically the same gods. Und wenn ihr die anderen Religionen anschaut, dann waren das die gleichen Götter. Yeah, so you just need to follow that rule and it's okay. Also wenn du dieser Regel folgst, dann ist alles in Ordnung. And it made sense for them. It was a logical religion. Und sie war sinnvoll für die Kananiter, sie hat Sinn gemacht. Because you have lots of gods specialized for different spheres of your life. Denn du hattest verschiedene Götter für die bestimmten Lebensbereiche, die es gab. Yeah. So you want fertility for your animals, you go to that god and you offer that sacrifice and you do the ritual. Wenn du wolltest, dass deine Tiere fruchtbar waren, dann bist du zu diesem Gott der Fruchtbarkeit gegangen, um das zu bekommen. So different spheres of your life, you can go to different gods. Also in den verschiedenen Lebensbereichen konntest du verschiedene Götter anbeten und ihnen opfern. And we also see that the Canaanite religion was erotic. Und wir können auch sehen, dass die Religion der Kananiter erotisch war. They, as you saw with Nadia, and we talked a little bit the first day, they had this rituals with sexual intercourse. Wie ihr schon bei Nadia gehört habt und wir die ersten Tage auch gehört haben, hatten sie Sex mit den Göttern. It involved prostitution, homosexuality, Prostitution und Homosexualität. and that for the fallen nature is attractive. And that for the fallen nature is attractive. Keine Ahnung. So Israel could not stand focus in the Lord with all these people, all this craziness around them. Die Israeliten haben es also nicht geschafft, sich auf Gott zu konzentrieren, wo die ganzen anderen Götter um sie rum waren. So we see that they started engaging with these pagan rituals. Und wir können sehen, dass sie mit diesen heidnischen Ritualen, dass sie die ausgeführt haben. So the covenant was violated, Der Bund wurde gebrochen. and then we see the cycles of oppression over and over again. Und dann sehen wir diesen Kreislauf der Unterdrückung immer und immer wieder. And you see God's judgment upon their unfaithfulness. Und wir können Gottes Gericht über ihren Ungehorsam und Untreue sehen. And we see that in their oppression, they will cry out to the Lord for help. Und in ihrer Unterdrückung rufen sie zu Gott um Hilfe. Probably because their gods, the other gods they were following, were not answering their prayers, right? Möglicherweise, weil die anderen Götter nicht auf ihre Gebete geantwortet haben. And the Lord will send the judges to deliver the people. Und der Herr hat die Richter geschickt, um ihnen zu helfen. But even here it says that they were not even listening to the judges. Aber wir lesen auch, dass sie nicht mal auf die Richter gehört haben. This is in chapter 2, verse 17. Yet they did not listen to their judges. Das können wir in Kapitel 2, Vers 17 nachlesen. Sie haben nicht auf die Richter gehört. They were so blind by these pagan practices. Sie waren verblendet von diesen heidnischen Götzen. So the Lord decided to not drive out the enemies as a test to see if they are loyal to him or not. Also hat Gott sie damit auf die Probe gestellt, dass er die Feinde nicht vertrieben hat. Thus Israel was not able to preserve either her purity or her of race, and not even her purity of faith. Also Israel hat es nicht geschafft, sowohl im Glauben als auch in den Stämmen rein zu bleiben. Because they mixed with the people Denn sie haben sich mit den anderen Völkern eingelassen und vermischt in all different aspects. in allen verschiedenen Bereichen. And you see that many of them became just as the Canaanites. Und ihr könnt sehen, dass sie den Kananitern ähnlich geworden sind. So in chapter 3 from verse 7, In Kapitel 3, Vers 7 folgende. the author starts to record the judges. Yeah. Da schreibt der Autor über die Richter. And you're going to see this repeating cycle of apostasy. Und ihr seht
diesen Zyklus, diesen Kreislauf immer wieder, wie sie vom Glauben abfallen. oppression, Unterdrückung, repentance. Buße. They're delivered and then they have a peace and then they start everything again. Die sind befreit, leben im Frieden und dann geht es wieder von vorne los. So Israel sinned against God. Israel sündigt gegen Gott, They are oppressed, sie sind unterdrückt. and in their oppression they cry for help. In ihrer Unterdrückung rufen sie Gott um Hilfe. God raises up a deliverer, Gott schickt den Befreier. and then they have peace, Sie sind im Frieden and then it goes over again. und dann geht es wieder von vorne los. And we see 6 of the cycles throughout these chapters. Wir sehen 6 dieser Kreisläufe in den Kapiteln. Yeah. And we see that the oppressions were mostly local, not national. Wir können auch beobachten, dass diese Unterdrückung lokal war und nicht national. Involving a few tribes. Und dass es nur bestimmte Stämme, die darin involviert waren. So now in this section we're going to see how each judge ruled. Yeah. Und was wir jetzt sehen werden, ist, wie jeder Richter geherrscht hat. And just pay attention of the message that the author is trying to portray concerning the morality of the people and their relationship with God. Und achtet genau auf die Botschaft, die der Autor rüberbringen möchte, in Bezug auf den Gehorsam des Volkes. Die Beziehung zu Gott. So the first cycle, the deliverer is Othniel. Der erste Kreislauf, den wir sehen können bei den Richtern, ist Othniel. And it's from chapter 3, verse 7 to 11. Es ist im Kapitel 3, Vers 7 bis 11. And it starts with this idea, and the people of Israel did what was evil in the sight of the Lord. Und es fängt so an, die Israeliten taten Böses in den Augen des Herrn. So the northern kingdom was allowed by God to control the people of Israel. Die Leute aus dem Nordreich, die durften das Volk Israel kontrollieren. But then the Lord rose Othniel to deliver the people. Und dann hat Gott Othniel geschickt, um sein Volk zu befreien. And I don't know if you remember, but he appears in the book of Joshua in chapter 15. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber er ist auch schon im Buch Josua, Kapitel 15 vorgekommen. Yeah. We don't know if he is Caleb's brother or nephew. You have different interpretations for it. Also es gibt verschiedene Interpretationen, ob er Josuas Bruder oder sein Neffe ist. Yeah. No, Caleb ist it, right? Yeah. Caleb's. So God provided deliverance as an act of grace to his people through the hands of Othniel. Also Gott hat sein Volk befreit, weil er gnädig sein wollte. And then we have the next cycle that starts in chapter 3:12 Dann sehen wir den nächsten Kreislauf, der fängt bei Kapitel 3, Vers 12 an, to verse 13. bis Vers 13. This is a longer one. Bis Vers 30. And we see again, because Israel disobeyed the Lord, Und wir sehen wieder, da wo Israel ungehorsam war Gott gegenüber, judgment came upon them through the Moabites. da kam Gericht durch die Moabiter über sie. The king of Eglon acted in a coalition with the Ammonites and the Amalekites. Der König Eglon hat einen Bund geschlossen mit den Ammonites and Amalekites. Ammoniter und Amalekiter. So Israel was subjugated for 8 years. Also war Israel für 8 Jahre unter deren Herrschaft. And they were supposed to pay tribute to these overlords. Und sie mussten Tribute zahlen zu diesen Herren. So Ehud was chosen to go and take this tribute. Also sollte Ehud die Tribute zahlen. And the Bible specifically says that he was left-handed. Und in der Bibel steht, was wird hervorgehoben, dass er ein Linkshänder war. Probably because it was a benefit in combat. Und wahrscheinlich, weil es ein Vorteil war im Krieg oder im Kampf. Because most of the other soldiers will be right-handed Denn die meisten anderen Soldaten, die wären Rechtshänder and know gewesen. how to fight with right-handed soldiers. Und die könnten nur mit Rechtshändern kämpfen. It's so funny how the Bible sometimes specifies funny things like, oh, I don't want to know that. Und es ist manchmal echt witzig, wie in der Bibel solche spezifischen Dinge hervorgehoben werden. Die But man gar if nicht wissen you will. search, you see that, oh, okay, maybe because of that, and maybe this is the reason. Aber wenn du dann Recherche betreibst, dann findest du vielleicht den Grund dafür heraus.
Okay. So he went to deliver the tribute. Ist also hingegangen, den Tribut zu zahlen. And when he got there, he said, "Oh, I have a private message to the king." Und als ankam, hat gesagt, ich habe eine private Nachricht an den König. So when he was before the king, und als vor dem König war, he killed the king with his own dagger. Hat den König umgebracht. And the scene that is described here is so graphic. Und die Szene, die hier dargestellt wird, ist so grafisch, so visuell. We see that the dagger got stuck because the king's belly because he was so fat. Wir sehen, dass der Dolch im Darm des Königs stecken bleibt, weil er so dick war. And we see that even the dung came out. Wir können sehen, dass sogar der Darm rauskam. And you're like, why? I don't need to know the details of this. Und du denkst dir vielleicht, warum lese ich das? Ich möchte das nicht wissen. But I think the author wanted to be more graphic to show the real situation. Aber ich glaube, der Autor möchte zeigen, dass es wie es wirklich war und es einfach zu dramatisieren. So afterwards, Israelites were successful. Danach waren die Israeliten erfolgreich. And they came against Moab. Und die konnten gegen Moab kämpfen. And now Moab was under their authority. Moab was? Under their dominion. Und Moab war jetzt unter ihrer Herrschaft. Then the land rest in peace. Dann hatte das Land Frieden. Then we had a short account about this judge Shamgar. Dann haben wir einen kurzen Teil über Shamgar, den anderen Richter. His name is a Semitic name. Sein Name ist ein semitischer Name. Ein semitischer Name. And the name of his father is actually the name of a goddess that was partnered with Baal. Und der Name seines Vaters war der Name, der auch ein Partner war von Baal. So some scholars you have a question? Yeah, what was his name? The father? No, the judge. Shamgar. How do you spell that? Shamgar. Alright. And the first judge? Othniel. Othniel. Alright. The second? Ehud. Was it Shamgar or his father that had the same name as the god? No, his father, Anat. Okay, thank you. Yeah. Anat was a goddess that was the consort of his mistress, I think. So scholars have raised the assumption. Bibelwissenschaftler haben die Annahme aufgestellt. So scholars have raised the assumption that that probably his family was involved in pagan practices, but yeah, there's no evidence. Also was Bibelwissenschaftler herausgefunden haben, war, dass seine Familie in okkulten oder in Praktiken den Götzen gegenüber involviert war. But he killed 600 Philistines with the ox goad. Aber er hat 600 Philistiner umgebracht. Ja, Philister. Then another cycle starts in chapter 4 until the end of chapter 5. Dann geht ein neuer Kreislauf los von Kapitel 4 bis 5. With Deborah. Wo es Deborah geht. And the first two cycles, the first and the second cycle was towards the south of Israel. Also da gibt es zwei Zyklen und das erste war zum Süden Israels hin. Now we see that is being mentioned the north of Israel. Und jetzt geht es den Norden Israels. So the Lord, because the Israelites sinned again, the Lord gave them to their enemies, into the hands of their enemies. Und da, wo die Israeliten gesündigt haben, hat Gott sie in die Hände ihrer Feinde gegeben. And it's cool to see that the Bible says it was the Lord that was giving them over to their enemies. Und es ist cool zu sehen, wie es Gott war, der sie in die Hände ihrer Feinde gegeben hat. Not necessarily was because they were mightier than Israel, but because the Lord was giving them into their hand. Nicht unbedingt, weil die anderen Völker mächtiger waren, sondern weil Gott sie in deren Hand gegeben hat. And we see that the oppressor of the cycle is Jabin of Hazor. Und wir sehen, dass der Unterdrücker hier Jabin aus Hazor war.
And Hazor was a great city during the time of Joshua. Und Hazor war eine großartige Stadt in der Zeit der Richter. So in the book of Joshua, Hazor was destroyed. Und in dem Buch Joshua, Yeah. Josua wurde Hazor zerstört. And the king also called Jabin. Dann hat der König auch Jabin gerufen. So what is going on here? Was passiert hier gerade? So it's known that the name Jabin is a common name for to use as a dynasty. Es ist bekannt, dass der Name Jabin auch für ein Königreich gebraucht wurde. So it was a dynastic name in the ancient Near East. Es war ein gewöhnlicher Name im alten Nahen Osten. And I don't know if you remember, but I said that it was common to build a city upon the destroyed one. Und wie ihr schon gehört habt, war es üblich, dass man eine Stadt auf die zerstörte andere Stadt gebaut hat. Yeah, that happened with Ai. They destroyed, they built another one, destroyed and built the other one. So wie es mit Ai auch passiert ist, dass eine Stadt zerstört war und dann hat man obendrauf die andere Stadt wieder gebaut. Yeah, so probably it was the new city that was built Also wurde wahrscheinlich eine neue Stadt gebaut. after the destruction of in the book of Joshua that we see in the book of Joshua. Nachdem die Stadt vorher im Buch Josua zerstört wurde. And then we see that God rose a woman this time. Und dann können wir sehen, wie Gott eine Frau als Richterin eingesetzt hat. Girls power. And now it's Deborah, a judge. Also Deborah ist jetzt Richterin. And she was also a prophetess. Sie war auch eine Prophetin. And she's the only judge described with administrative civil duties. Und sie ist die einzige Richterin, die auch administrative Pflichten hatte. So she called Barak to go and fight against their enemies. Sie hat Barak hinzugerufen, dass er gegen die Feinde kämpft. But Barak said that I'm not going if you don't go with me. Aber Barak hat gesagt, ich gehe nicht ohne dich. And because of his response, then the Lord said, Deborah said that the victory will be handed to a woman, another woman. Wegen seiner Antwort hat Deborah gesagt, dann wird der Sieg nicht auf seiner Seite sein, sondern auf ihrer Seite. So we see that Sisera, the commander of the army, of the enemy, Wir können hier von enemy army, yeah. Sisera, dem Anführer der Armee, lesen. Heard that Barak was summoning an army to go against them. Er hat gehört, dass Barak eine Armee sammelt, um gegen ihn in den Krieg zu ziehen. So he ran away. Also ist er weggerannt. And he ended up falling in the hands of Yael. Und er ist bei Jael angekommen. And we see that she deceives him. Sie betrügt ihn. And when he was sleeping, she nailed him to the floor with the tent. Und als er eingeschlafen ist, hat sie mit dem Tentflock durch seine Schläfen gestochen. It's also gross. Das ist auch ein bisschen eklig. What Yeah. awesome. Girl power. Just a little girl power. Girl power. Strong. Yeah. Was Sisera an Israelite? No, he was the commander of the enemies. Oh. The army. Yeah. Sisera war der Anführer der Feinde. Did their armies not meet in battle, and then when things were going wrong, he fell off his horse and ran away? Yeah, he heard that Israel was summoning the army. I thought they met in battle. Then he heard that Israel was coming, and then he ran away. And then Barak came and ran away after him. But then when he went there, Okay. yeah. Also er hat davon gehört, dass die Israeliten I am summarizing the story, okay? eine Armee. Going fast. Schicken because we need werden. to go to Ruth. Okay. Ja. Also ich gehe gerade ein bisschen schneller durch und fasse zusammen. The victory was then given to Israel, Der Sieg war also auf Israels Seite. and then it was the end of Canaanite supremacy on the north. Das war das Ende Canaanite supremacy in the north. dass die Kanaaniter die Herrschaft hatten, also im Norden. Yeah. And it's important to notice that
the Bible don't try to justify Yael's attitude as a right thing. Und es ist wichtig, auch zu beachten, dass das nicht unbedingt als richtig dargestellt wird, was Jael getan hat hier. Even though the Israelites